So, ich bin immer noch krank, aber es geht weiter mit Disco Elysium. Einmal krank und krank, dass es dieses Spiel tatsächlich dachte, dass es eine gute Idee ist, als Let's Play zu machen. Aber gut, jetzt sind wir hier. Es geht weiter. Wir können eine Fähigkeitsstufe erhöhen. Ich bleibe auf Logik. Und wir haben immer diese scheiß Tasche hier die ganze Zeit am Start. Aber ein paar Sachen wisst ihr noch nicht, denn ich habe schon mal eine Aufnahme aufgenommen, habe dann aber tatsächlich vergessen, die Szene zu wechseln. Deshalb war die komplette 45-Minuten-Folge für den Arsch. Aber gut, hier waren wir schon mal, so viel kann ich schon mal sagen. Hier waren wir schon mal am Start. Ich gehe jetzt einfach nochmal genau die Runde, die ich eben gerade aufgegangen bin. Während Kim da hinten sich einen abnudelt. Und ich gucke jetzt einfach mal genau die Sachen. Aber ich weiß immer noch nicht genau, was ich mit den ganzen Flaschenkram machen soll. Aber ich weiß, dass hier jemand steht und mit dem können wir reden. Weil das werden wir, glaube ich, auch machen. So, und dann gucken wir mal. I am a gander and a hunter and a gatherer. Feel like a traveler. A simple little cadence. He seems to be making it up as he goes. From another planet. Hey there, Was ist hier los? it's the jam, my man. The air from the east is thick with the smell of crude oils, heavy metals and other byproducts of the modern era. You can almost taste it. Ein Stau? It's a traffic jam for the ages. Harbor gates up the street are shut tight, no explanation given. Workers on strike, scabs agitating, an all around clusterfuck. Meanwhile, we're all stuck here in long haul limbo for days upon days upon days Mhm. upon days. Seit wann sind Sie denn hier? Feels like forever. Like I was born on this here roundabout and this was all I ever knew. Just me and the metal and the tires, the oil and the fumes of mazout. Sehr extravagant ausgedrückt, aber ich komme immer noch mit. Yeah, imagine. It's been a whole week already. So tell me, what do you need? Ah, das machen wir nicht, weil das ist schon sehr unverschämt. Man als Polizist, wir haben ihn ja jetzt zum, ja, ich will nicht sagen, dass wir ihn zum ehrlichen Typen erziehen, sondern er ist halt immer noch, er hat seine Geheimnisse, aber ich denke, er ist sich immer noch bewusst, was halt richtig ist und was nicht. Deshalb, ja. Erzählen Sie mehr über diesen Streik. It's like whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade set up, making demands, no way in or out. Was die Forderung stellt die Gewerkschaft, das wissen wir ja schon. Was die fordern. Wir haben ja mit der Unterhändlerin gesprochen. Gibt es sonst noch etwas, was ich wissen sollte? Anything else? Yeah, this ain't really my area of expertise. I just do my job and get paid. I have things to do and places to be. All of us do. Wer ist wir? Us lorry drivers. Camionneurs. You still hang around here waiting for this mess to end. Most have scurried off somewhere to get drunk or high. Or laid. Not that I blame them, really. Sie aber nicht? Not my thing. Chasing transient pleasures is a drag these days. I prefer the examined life now. Thinking, reflecting, observing. He tries his best to look nonchalant, but there's a rigidity in him, as if trying to conceal something warm and deep beneath a cool exterior. Das können wir vergessen. Was transportieren Sie eigentlich? Oh, high-grade narcotics, illegal firearms, stuff like that. Ja, genau.
Das wird ja im Gegensatz... Der verarscht uns doch. Okay, und was transportieren Sie wirklich? Can't even get a few jokes past you, my man. I've got another haul of found cargo. Mostly sporting goods, tracksuits, and that kind of thing. Aha. They usually get shipped to Grad and the Occident, though we've been making headway in the Ilmaran market lately. Also alles völlig legal. Not unless they've illegalized sports equipment while I was on the road. Ja, das ist wieder so ganz, das ist wieder ein sehr unwahrscheinliches Ding, dass das passieren wird, aber... Ist das hinter Ihnen Ihre Maschine? This rockin' beauty. Sure is, like a rash you can't get rid of. A motor lorry, also called a camion, on Caillou and neighboring islands. This one looks roughed up enough to be some sort of found rust bucket. Maybe the A6? Okay, dann protzen wir mal mit unserem Wissen. Ist das ein Fallen A6? Good eye, my man. Yup, she's an old one, but reliable. Me and her spent a long time together. Verstanden. Ich habe noch eine andere Frage. The man taps his fingers rhythmically against his arm. Wissen Sie irgendwas über den Toten, der hinter dem Hostel dort hängt? He ain't one of us drivers. I know that. All accounted for. Otherwise, I haven't really asked about that. Been wasting time right here. Keep him busy. Das ist schon mal gut. Also es ist kein Fahrer von denen, der da hängt. It's easy to see he's telling the truth. He's kept his nose out of the dark stuff. Vielleicht ist er auch einfach nur ein guter Schauspieler. Womit haben Sie sich beschäftigt? Analyzing the fundamental structural and psychological conditions of being stranded in the midst of a sea of motor lorries and their sad, despondent chauffeurs. Moment, was? Nothing. I'm just messing with you, man. Don't mind my idle verbosity. Okay, das fragen wir ihn mal nicht, weil das ist auch unwahrscheinlich. Na gut, gute Unterhaltung, mehr brauche ich nicht. Don't be a stranger. Gut, dann schauen wir uns mal nochmal hier um. Das Ding gehört also ihm. Ich habe immer noch den Sack mit den Flaschen in der Hand, ne? Auf dem Laster prangt unübersehbar ein Humanox-Schriftzug. Ein Shirt. Ruin voller Schnee, hier lebt niemand mehr. Okay. Da ist noch ein... An old monument stands in the middle of the traffic island, pointing toward the sea. It looks as if it's been reassembled piece by piece, secured and mounted in the air with the aid of numerous ropes and rods. Wer ist A das? silver plaque on the statue's pedestal reads, "I am Philip III, the Squanderer, the greatest of the Philippian kings of Revachol, son of Philip II, the opulent, father of Philip IV, the insane." As you look up, you notice something about the statue. There are some odd indentations on the king's chest piece. 72% Kratergeschichte von René gehört. Stimmt, das ist, das hast du von den Kugeltypen gehört haben, ne? Ja, gut. Even by the standards of the Philippian kings, old sumptuous Philip was known for his profligacy. Inwiefern? Well, he blew through the whole national treasury, starting the decline of one of the penultimate century's greatest superpowers, the suzerain of Revachol. His own maladministration foreshadowed the fall of the monarchy during the anti-centennial revolution, an end to his family line and the monarchy on the Insulindian Isola. Wie hat er es geschafft, das ganze Geld in der Staatskasse auszugeben?
Stories have it that he had his bedroom converted into a treasure chamber, where he stored unfathomable wealth. Krugerrands, bars of gold, ornate weaponry, armor, and various chalices. Was für ein Idiot. He called it the Sol Auron. It was obscene. There were whispers he slept on a huge pile of gold-dipped feathers, like some obese dragon, instead of a bed, like a normal person. Also das ist ja sehr unwahrscheinlich und wahrscheinlich sehr weit hergeholt. Dass er sich da eine Schatzkammer reingebaut hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, aber das ist ja weit hergeholt. Also und unser Kopf mit der Enzyklopädie, also einer Wissen, scheint nicht so, scheint ja auch viele Sachen einfach zusammengereimt zu haben. Was wirklich? Das kann nicht stimmen. But wait, you haven't even heard about his fabled cocaine addiction. Seiner was? You see, old Philippe wasn't just good at squandering the national treasury on gold and ceremonial weaponry, he was also a prodigious snorter of nose candy. Er war also süchtig nach Schnee, ein aufgedunsener Junkie? That's what the revolutionaries said 150 years later, right before they emptied out the royal mausoleum and dumped His Majesty's mortal remains in the Elysium Bay. Also die haben ihn versenkt, okay. Ja gut, ich frag mal trotzdem. Okay, wo ist er jetzt begraben? Beneath the cold waters of the Elysium Bay, thrown there by the revolutionaries after they cleaned out the royal mausoleum. Was ist mit der Statue passiert? The original was blown apart by communards, then further damaged during the landing of the coalition's airships during the turn of the century revolution, when Martinaise was leveled. Most historians think the coalition's hasty landing may have ultimately saved the statue. If the communards had more time, they would have reduced it up to even finer pieces. Wer hat das Monument wieder aufbauen lassen? Some years ago, a group of liberal, artistically inclined individuals, designers mostly, thought it would be ironic to restore the statue of the most wasteful ruler of Revachol in the poorest part of the city. Ich glaube, das war keine gute Idee. Die fühlen sich doch dadurch echt verarscht, oder? Du baust halt die Statue von einem König auf, der halt als sehr gierig nach Gold und Edelstein und ob die Geschichte jetzt stimmt mit den mit der Schatzkammer in seinem Schlafzimmer, sagen wir dahingestellt. Und dann also allein das Gerücht dafür oder die vermeintliche Geschichte um ihn reicht es schon aus, um die halt hier ne, auf die Barrikaden zu bringen. Logisch, dass sie dann da eventuell das nicht so gut heißen, dass am Abendviertel eine Statue vom König steht, der halt sehr ja, sein Reichtum gehortet hat. The statue is supposed to capture the moment it was blown apart, like an instant frozen in time, a rare butterfly trapped in amber, floating on a sea of shit. Ja, es war eigentlich nicht schlecht. Das ist brillant. So witzig und nihilistisch. People in Martinaise tend to disagree, as do many prominent art critics and thought leaders with more nuanced social awareness than the young ironists. Aber die sollen sich nicht so haben. Philip III, the squanderer, however, with his bronze face up in the air, doesn't seem concerned about what the hoi polloi think of him in death. Was für Einkerbungen? Was sehe ich? Something with great kinetic energy seems to have impacted the cuirass, around where the heart is. A bullet? Someone shot him in the heart. Interesting. Du sprichst es nicht an. Ja, ich glaube, der wird uns für verrückt halten und will jetzt sagen, gucken Sie mal, an der Statue, da ist ein Loch. The monument stands high above you, mute
and indifferent to your sightings. Ende. Das muss er jetzt nicht wissen, sonst denkt er noch, wir sind total Banane. Nice. The small, wrinkled woman does not greet you. She nods along to something on her radio. A photograph is clutched in her hands, and there is a warm smile on her face. The photo, an ambrotype from the turn of the century, as golden as her smile. It's the warmth of a winter night's fire. Maybe she could give you comfort and shelter, some cigarettes and food money. Maybe she's your... Oh, meine Güte, der labert auch. Also mein Innenleben scheint ganz schön bescheuert zu sein. Du schnippst ihr mit den Fingern vors Gesicht. Wait. She's just a distracted old woman. Better to leave her alone. Na gut, wenn Sie meinen. Ich höre mal auf Kim. Gut, ja, hier ist noch was. Ein ausländischer Wagen, gut in Schuss gehalten. Und hier ist jetzt was am Start? Gibt's noch Kohle? Wir haben die Lastenwagenfahrer hier vermutlich Benzin gelagert, heute lagern sie Alkohol. Und hier ist der Streik. Bastards! We have a right to work! Gut, der Mann in Richtung des Hafentores. Seine Stimme ist die lauteste in der Menge und klingt für einen Mann seiner Größe eigenartig kreischend. Meinen Sie den 2-Meter-Typen? Wahrscheinlich. Was ist hier los? Hold up and stay frosty, everyone. Oh, Cops are here. Der Leitwolf mit den breiten Schultern dreht sich zu dir. Er überragt alle anderen hier um einen ganzen Kopf. You here to fuck with us? Beat the honest worker down. Nein. Good. We're fighting for a cause here. Right to work! Right to work! Besides, we're not that different. It helps if people see us talking, cops and strikebreakers together. Shows authorities are on our side. Builds confidence. Um was für ein Ziel reden wir? Rights of people, rights of workers, to have gainful employment, to make a salary, and feed their families. Wie dem auch sei, ich habe einige Fragen an Sie. Maybe you should ask them the questions, like why we're not allowed to make a living here. Shame on you! We have families to feed, you piece of shit. Aha. So do we, Scott. Der herumlungende Mann, wen meint er denn? Ja, das brauchen wir nicht, weil wir wissen, was ein Streik ist. Wer sind diese ganzen Streikbrecher? Du siehst dich um. Honest men and women with rights to work, to be useful, not toys for corporate interests. Achso, die wollen nicht streiken, die wollen arbeiten. Okay. Der Mann fährt sich mit der Hand durch sein stetig graue, wedernes Haar und militärisch geschnittenes Haar. We came here to help the harbor run smoothly in time of crisis. If union fucks don't want work, they ought to let in those who do want work. Also es geht darum, dass, ja, es ist halt immer noch genau dasselbe, was sie ja schon wissen, ne? Die wissen, dass die Tante da, die Unterhändlerin, ja durchaus bereit ist, da Gespräche zu führen und auch dafür da ist, die Gespräche zu führen. Das geht wohl schon seit
Wie lange geht das schon? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall will die Gewerkschaft ja, dass das Unternehmen dass das Unternehmen für Sachen, die sie ändert, die dafür die Unterschriften oder beziehungsweise die Genehmigung von allen Mitarbeitern einholen muss. Das sind irgendwas mit 2000 irgendwas Leute. Und das ist halt absurd. Und solange die das nicht bekommen, streiken sie halt. Und die Typen hier sehen das aber nicht ein und wollen arbeiten, weil sie ja das Geld brauchen. Und wollen deshalb nicht diesen Streik mitmachen, der wohl schon seit Monaten geht. I have a question. Why do all these men follow your leadership? Gute Frage, Kim. You think they follow because I'm big and loud? No. They follow the rules of the market, the rules of the economy, because they were given a job to do! Welches Ziel verfolgen sie hier genau? We were promised work. We'd be in there, working, if the bastards hadn't shut the gates. Und sie können sich keinen Zugang verschaffen? Main gate's locked. Would take heavy ordnance to bust it open. Could try to get in through the secretary's office. Door's locked. The guards blocking the way to the access panel. And I don't mean the scrawny mess punk either. I mean head measurer. Or whatever he is. Schädelvermesser? Huge Seminese guy standing up there on the overhead passage. Won't let anyone by. The access panel is right behind him. Wie schlimm kann ein Typ schon sein? Sie sehen so aus, als könnten sie es mit ihm aufnehmen. Bad. Standing on a narrow bridge, he's got a strategically advantageous position. And he's trained. I don't know how the Union has a trained killer up there. But that one's no joke. And my men are tired and hungry. They're workers, not fighters. Wieso reden sie nicht einfach mit den Gewerkschaftlern? Like civilized folk, you mean? These native fucks don't understand civilized. It would be better for the neighborhood if you went home, at least for now, if you can't get in anyway. No! They will give up eventually. Or get drunk. Leave the button unguarded. Then we charge. Ich verschwinde jetzt einfach. Mit dem Typen da. Schrift mit Abkürzung IHGR. Industriehafen von großen Weather Call. Scab? Streikbrecher? Fragt der Mann mit den fröhlichen Augen und neigt den Kopf. Ich bin kein Streikbrecher, ich bin Polizist. I was just messing with you. No one's ever seen a cop scab. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, let us cop for less money. Es ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man streikt, ob man dann halt das Wochengehalt bekommt oder ob das dann halt gar nicht zutrifft. Ich war noch nie beim Streik dabei. Aber, keine Ahnung. Würde mich mal interessieren. Muss ich mich vielleicht auch mal reinlesen in die Materie. Ich kann schon beide Seiten verstehen. Die eine Seite, die halt das Geld braucht und keinen Bock auf den Streik hat, sondern das Geld verdienen will und es ehrlich gesagt egal ist, ob sie erstmal Geld haben oder nicht. Also, ob sie mehr Geld haben, als sie jetzt haben.
Und die andere Sorte, die halt nicht für ein Apfel und ein Ei ne, arbeiten will, sondern mehr Geld haben will. Ja, der eine gibt sich halt mit wenig Geld zufrieden und ist halt eher zufrieden, als er seine Leute oder seine Familie über die Runden bekommt. Speaking of, what brings the RCM here? To the Wild North? Come to see the strife? Ja, also das einzig Wahre ist ja, und das wissen wir ja, das ist totaler Unsinn. Das könnte sein, aber ich glaube, ich sag ihm mal die Wahrheit. Ich bin nach Martinez gekommen, um in einem Mordfall zu ermitteln. Murder, huh? That sounds like a lot of hard work. You'd never see me investigating a murder. Eigentlich macht die Arbeit viel Spaß und geht leicht von der Hand. I don't believe you. Post Laventoria said the same thing. They tried to get me to be their postman. So fun, so easy, they said. It's just walking. It wasn't. I'm doing much better here at the harbor. Being an honest union man with a lot of free time on his hands. Ich muss wissen, was sich hinter diesen Toren befindet. Ich bin auf Erkundung. My friend, I respect the right to roam. The open range awaits. Heißt das, dass Sie mich durch das Tor lassen können? I don't operate in that capacity. I'm not a granter of passage. The passage grants itself. If it's so simple, why did the scab leader warn you of the guards blocking the way? So einfach ist es. Ich kann einfach hineinspazieren. I walk right past Measurehead and go in. An Schädelmesser vorbei? Yeah, the 2.5 meter tall Semini supremacist there. Walk right past him, Verstehe. then press the button to unlock the door, Ah, then go past him again, okay. and you enter the arbor through the office. Está. Verstehe. Ich glaube, ich habe vorher ein paar Fragen an Sie. The man whispers a jaunty tune. A coastal breeze ruffles his hair. Ja, ein nettes Gespräch muss los. Tschüss. Vielleicht können wir mit dem ja mal reden. Und ihn überzeugen. Und am Schildchen steht, im Steigfahrknopf hinter Wache drücken. Eine hermetisch verschlossene Tür, sie ist elektrisch versiegelt. Diese Tür lässt sich weder knacken noch eintreten. Okay. Aber was ist denn hier? Das ist einfach nur ein Hafen, ne? Wo die dann... So, Schädelmesser, wie sieht's aus, Junge? Kann ich durch? Your body betrays your degeneracy. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Du musterst ihn zuerst schweigend von Kopf bis Fuß. Are you admiring my morphophysiology? It must be frightening to stand in the shadow of this racial pinnacle. Be calm, Sandwich. You are not in danger because you are not a threat to me. Mein Körper spielt keine Rolle. Ich bin bei der Polizei und wir müssen in den Hafen gelangen. That is precisely the negligence that has led you to succumb to all rule. You reek of it,
An invisible sword of Al-Ghul emerges from your throat. Was labert der für eine You Scheiße? cannot see it, but others can. It is making the woman in my company sick. Das reicht, Sie müssen die Tür zum Hafen öffnen. No, you don't. You need to get another drink. Occidental Haplogroup B4 is done giving orders around here. The influence of the ham sandwich race is waning. Der Rassenkram spielt hier keine Rolle. Bitte helfen Sie mir einfach, meine Arbeit erledigen zu können. Begging for help. Attempting to pass fear for cooperation. How far the Occidental Haplogroup Boah, geht ihm auf den has Sack, fallen. der Typ. You were once a noble and powerful race. You gave the world eugenics, electricity, and powerful weapons of war like missiles and aerostatic aircraft. You made great gains in metallurgy, race theory, and statecraft. You dominated lesser cultures, like the deformed Hemians and the inexplicably potato-obsessed Khoikos. But now your ascent to the genetic summit has halted. You are obsessed with sadness and with frivolous pop culture. You will be superseded. Isn't that right, babe? It is, baby, yeah. You know it. Was ist das für ein Wichser, ey? There is a button right behind him, just out of reach. It must be the one that opens the door to the harbor. Sie haben mit all dem Recht und jetzt müssen Sie mich bloß den Hafen betreten lassen. Enough with this begging. You should leave the stage of history with dignity by inviting the other races to a great world war. Boah, das ist echt ein Rassistenschwein, ey. Bring your troops to the Simonine Islands and to Boogie Street and we will pulverize you. When you are gone, we will build a museum for you. The walls will be lined with bottles of Al-Ghul, your beloved beverage. Inside, we will store the odes to homosexuality you call art and your microcephalic skulls. Ja gut, das kann ich vergessen. Ja, ich werde mich nicht seinen Rassenhass anschließen, das ist ja Blödsinn. Das ist ja bitter. Sie dienen der Gewerkschaft, oder? Sind die Gewerkschafter nicht weiß? Oh oh. Oh, don't be vulgar. White or not has got little to do with this. The race enigma runs much deeper than that. Oh Gott, ey, das ist ja schwierig. Ja, aber trotzdem dienen Sie der Gewerkschaft, ja? Wie vereinbaren Sie das mit Ihrer Weltanschauung? Mr. Clare is a man of vision and means. He has the will to confront polycultural capital, something your race, naivistic communists, never did. Also, to serve is noble. It takes discipline. Your petulant individualism has only contributed to your race failure. It is lax and moronic. Ja, ich würde sagen, das ist langsam echt beschissen hier. Genug davon. He looks to
toward the harbor, motionless, the tattoos on his face like a web of stone. Ja, ich frage jetzt mal nicht, was die Tätowierungen bedeuten, sondern ich gehe einfach mal weg. Der Typ ist mir stressig genug, ey. Gut, dann verbissen wir uns mal hier. Hä, kann ich da nicht runter, oder was? So. Ja, gut, die streiken hier, die Typen. Was haben wir hier? Pretty sick. Hier steht noch ein Typ, aber den kann ich auch bequatschen. Welcome to Rivachol. Also wer es schon so heißt, rassistischer Lastwagenfahrer. Warum sagen Sie so etwas zu meinem Partner? Don't you welcome to Revachol me. My grandfather came here from a 3,000-year-old racist isolationist culture, while your ancestors came to this island a mere 300 years ago. Every school of thought and government has failed in the city, but I love it nonetheless. It belongs to me as much as it belongs to you. Ich hab mich da mal raus. It's men like you who keep Revachol divided, making it that much harder for everyone to climb out of this post-war limbo. Höllisch, wie? Oh, come on, man. I just said welcome to Rivachol. It's a lorry driver thing. I know exactly what you meant. You think my kind doesn't belong here, that I should watch myself and behave. But you see, I'm an officer of the RCM. It's actually my job to make sure you behave. I would advise you to remember that. Silence. The air between them becomes tense. Your partner needs backup. Now's your moment to shine. Ich glaube, der braucht keine Unterstützung, kann sich schon selber verteidigen. Jetzt, wo das geklärt ist, hätten wir ein paar Fragen. Whatever you say, officers. He smells of heavy motor oils, and his breath of high tar content cigarettes, probably Astra Whites. Was haben Sie geladen? Oh, not much anymore. I'm here to pick up some cargo, but the dock workers are on strike, so it's a sit and wait on your ass situation. Wie lange das geht, wissen wir schon. Obwohl, wir können ihn auch mal fragen. Vielleicht hat die andere uns ja angelogen. Moment, wie lange geht das denn schon so? The strike? Oh, they've been at it for a while. A month, 2 months maybe. But this here is just the last week or so. Was für Fracht sollen Sie denn abholen? Apples? Äpfel? Yeah, apples. I take it you had other questions? He's given you the runaround. Let's be honest, you were bested. Fehlgeschlagen, Rhetorik. Das wäre dann erstmal alles. Okay, der hat uns verarscht, diese. Ja, ich denke, es wird Zeit, dass wir die Leiche mal anschauen, aber wir haben noch ein paar Minütchen Zeit. Ich denke, wir werden jetzt auch erst einmal nochmal hier zurückgehen, weil das habe ich jetzt an der verlorenen Folge nämlich auch gemacht. Weil es verändert sich tatsächlich stetig was. Kann man mit ihr nochmal reden? Nee, oder? Doch. Hello again, sweetie. Okay, mit ihr können wir nicht reden. Jetzt ist nämlich hier hinten das Ding offen.
Hier unten sind ein paar Reale. Chemikalien und Kiefern. Der Geruch von Gewürzen, Alkohol und Tomaten hängt in der Luft. A thin man is smoking below an exhaust hood, occasionally sipping from his mug. This must be the Whirling's cook. As you step in, he nods toward the table and says something in a completely foreign language. The only words you can make out are Garanzi and Kubek. Okay, it's definitely not his name. Whatever you do, please don't call him Garanzi Kubek. Please, it's not funny. Hat er gesagt, was es heißt? Ja, komm, Herr Kubek, ich bin aufgrund offizieller Polizeiangelegenheiten hier. The man puts his cup down and replies something, his left hand drawing arcs in the air. Sie haben hier ein paar beeindruckende Töpfe. He smiles and bangs his ladle against each of his pots in turn. Der kann anscheinend nicht sprechen. It's almost like music, especially with the sounds of assorted dishes boiling and simmering on the stove. Und das saß dann wohl. Das war dann wohl alles. Bleiben Sie männlich. Der hilft jetzt offenbar nicht weiter, aber hier ist noch eine Tür. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. You immediately feel drawn to the color. Blue is for mystery. Berühren wir mal die Tür. The cobalt blue surface feels rough to touch. The stainless steel door is flush with its frame on every side. Old cobalt paint, rough on the fingers. 40, 50 years since this was painted, maybe. Du drückst gegen die Tür. The door does not budge. Ich möchte wissen, wo diese Tür hinführt. You do? It's a door in the back of the kitchen. Why do you care where it leads? Hm. Stimmt, wie sollte das es mal unterlassen? The door stands silent, unmoved by your words. You still feel like you should look into it, if you get the chance. Das ist jetzt also eine Aufgabe. Erkunde die Geheimgänge des Whirling. Oh, gut. Ich hätte ursprünglich tatsächlich gedacht, dass man nochmal mit ihr reden kann. The door is closed. Du probierst die Klingel. This door can only be opened with a key or from the inside. Du glaubst. There is no answer. You hear the shower being turned on, somewhere inside. A tremendous loneliness comes over you. Everybody in the world is doing something without you. Du schluckst das Gefühl herunter. The door is closed. Ende. Gut, ich nehme jetzt mal nicht mit uns in unsere Bude rein. Ein wichtiger Punkt ist noch, dass wir unseren Führerschein holen müssen, ne? Ich denke mal, Leute, dass ich hier mal einen Cut mache, weil jetzt die nächsten Gespräche, wir können auch runtergehen, weil wir wollen auf jeden Fall die Leiche uns noch anschauen. Das können wir noch machen. Hier haben wir noch den Schlüssel von dem Typen, den wir klauen können. Ja. Wait. Da kann man jetzt durch. Ach, der geht automatisch durch, okay. Oder will er sich das angucken? I don't know. You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. 42% nur.
Was für ein Fahrzeug ist hier durchgefahren? Hard to say. Your vision is blurred and you're having difficulty concentrating thanks to your relentless hangover. Jetzt nicht. Also wissen das noch nicht. Der Buchstabe R zielt an der Krone, auf dem Spruchband drunter steht A light above the scanning. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. There's something in there, not necessarily connected to the case, but still. Können wir den knacken? Vielleicht fragen wir da erstmal, bevor wir irgendwas machen. So, hier ist die Leiche. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Wir haben auch noch ein paar Infos gefunden. Es riecht nach verdorbenem Fleisch und saurer Milch. Ein Mensch verwest. Ja, das ist ein Kinderbaum und die haben den da offenbar aufgehangen. Wer ist der Typ wohl? Das werden wir in der nächsten Folge rausfinden, hoffentlich. Da müssen wir mit den Kindern sprechen, die offenbar... Der andere Typ da am Zaun war schon frech ohne Ende. Aber wir schauen mal. Okay, Leute, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.